Heute sprechen wir über das Tanken in Polen und alles, was dahinter steckt. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie auch schon gerade im Vorspann erwähnt, sprechen wir mal über das Tanken hier in Polen und erzähle einfach mal ein bisschen heraus. Ich denke mal, dieses Video wird vielleicht jetzt auch nicht für jedem etwas sein, da ja es hier vielleicht ein bisschen um Autos geht, vielleicht jetzt auch ein bisschen um den Sprit halt, und vielleicht ist das auch nicht jedem irgendwie ganz so bewusst, aber ich erzähle einfach mal und dann schauen wir mal, wie ihr darauf reagiert. Ihr könnt mir das dann alles mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich denke, bei den meisten sollte das auch schon angekommen sein, zumindest bei den, ich nenne die jetzt mal Tanktouristen, die von Deutschland nach Polen immer zum Tanken rübergekommen sind, dass es ja in Polen dieses klassische Super 95er nicht mehr gibt. Das wurde ja mittlerweile ersetzt, schon seit Anfang des Jahres, sprich seit dem 01.01.24 kann man in Polen nur noch das E10 tanken. Hier vielleicht noch mal so ein minimaler Hinweis, weil ich muss auch zugeben, dass ich jetzt hier auch nicht irgendwie ein super Spritexperte bin. Hier zwischen den Super 95er und den Super E10 gibt es minimale Unterschiede. Der Super 95er, der verbrennt einfach besser, der bringt, wenn man den tankt, ein bisschen mehr Leistung. Da sind weniger Biokomponente mit drin, wie in dem E10. Im E10 dürfen bis zu 10% drin sein, in dem Super 95er, das was man in Deutschland noch tanken kann, sind es ja bis zu maximal 5%. Und das ist jetzt mal so der ganz große Unterschied. Da gibt es natürlich auch noch Oktananzahlen und so weiter. Aber einfach nur mal so zum Verständnis, dass das Super 95er von der Leistung her, wenn man das tankt, besser ist. Man sagt aber, das E10 ist umweltfreundlicher, weil da ja mehr Biokomponenten drin sind. Und deswegen haben die auch hier, zumindest in Polen, alles umgestellt. Aber in dem heutigen Video soll es ja auch jetzt eigentlich gar nicht darum gehen, ob der Sprit leistungsfähiger ist, besser ist. Hier geht es jetzt eigentlich mehr darum, dass ich ein wenig das Gefühl habe, oder ich behaupte jetzt einfach mal, dass hier in Polen der Bürger ein bisschen hinters Licht geführt wird, oder ich sage einfach mal, ja, ich will jetzt hier nicht irgendwelche starken Behauptungen aufstellen, aber dass man hier so ein bisschen betrogen wird. Und ich erkläre jetzt auch ein wenig warum. Wenn ihr ja ganz normal in Deutschland an der Tankstelle seid, dann habt ihr ja normalerweise die Auswahl zwischen den verschiedenen Spritsorten. Da wird dann ja Super 95 angezeigt, dann Super Plus 98, dann hat man dann auch noch E10, Diesel und so weiter, teilweise Biodiesel und ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Ich meine, das E10 gibt es ja schon in Deutschland, ich weiß nicht, 13, 14 Jahre oder irgendwie so. Das gibt es da ja schon wesentlich länger. Ist ja auch im Gegensatz zum normalen Super 95er in der Regel, zumindest war das zu meiner Zeit, wo ich noch in Deutschland war, so circa um die 5 Cent günstiger. Ob das sich jetzt lohnt, muss man sich jetzt ausrechnen, weil es ist zwar günstiger, aber dein Wagen verbraucht im Endeffekt mehr Sprit. Ja, dann muss das halt jeder für sich selbst entscheiden. Hier in Polen ist das aber irgendwie nicht ganz so. Und das habe ich halt letztens bemerkt, als ich zur Tankstelle gefahren bin. Ich muss auch sagen, dass ich in letzter Zeit nicht mehr viel Auto fahre, da ich auch von zu Hause aus arbeite. Meine Frau, die fährt mehr Auto, die tankt dann auch das Auto. Aber letztens bin ich mal Auto gefahren und da musste ich tanken und dann bin ich ganz normal zu Orlen gefahren, habe ich getankt und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja E10 tanke, was auf den ersten Blick eigentlich gar nicht ersichtlich ist. Also mir war klar, dass es das hier in Polen gab, aber ich denke, viele wissen davon gar nicht, dass hier diese Umstellung gemacht wurde. Man muss auch sagen, in den Medien wird nicht wirklich groß darüber gesprochen und ich denke, das ist einfach bewusst so gemacht, weil wenn man auf eine Tankstelle drauf zufährt, sieht es im Prinzip immer noch so aus wie vorher auch. Also man fährt drauf zu, man hat die gleiche Beschilderung, man hat halt die gleichen Zeichen überall stehen, man sieht dieses Super 95er und dann vielleicht noch das 98er und Diesel. Also so auf den ersten Blick fällt das einem gar nicht auf. Wenn man dann zur
Zapfsäule fährt, ja, dann kann man vielleicht schon etwas erkennen. Man sieht selber an der Säule immer noch die gleichen Bezeichnungen, dieses ganz normale Super 95er. Aber wenn man dann anfängt zu tanken, und das war dann hinterher auch bei mir so ein bisschen die Überraschung, man prüft das ja alles vorher in der Regel normalerweise nicht. Ich habe dann den Tankrüssel genommen, dann bei mir im Wagen gesteckt und plötzlich sehe ich einen kleinen Aufkleber E10 und dann dachte ich mir, oh. Ja, also mir war das vorher eigentlich gar nicht so bewusst, weil wenn ich mal Auto gefahren bin und ich selber nicht getankt habe, habe ich gar keine Veränderung gesehen. Und ich auf den ersten Blick oder mein erster Gedanke war damals immer, ja okay, die sollten ab 1.1. das neue E10 einführen. Anscheinend haben das einige Tankstellen noch nicht gemacht. Das war so zumindest mein Gedanke, oder ich dachte, ach, vielleicht machen die das einfach nicht. Ich war mir auch der Gesetzeslage nicht ganz so hundertprozentig bewusst, dass das wirklich jetzt Pflicht ist. Ich dachte, okay, die Tankstellen haben vielleicht Auswahl, die brauchen noch ein bisschen das Ganze umzubauen und so weiter. Nee, die haben doch schon vorher alles gemacht. Nur einfach einen ganz kleinen Aufkleber drauf gemacht, E10. Und selbst wenn man jetzt das E10 tankt und dann bezahlt, dann kriegt man auch auf den Kassenbon draufgeschrieben, dass man das 95er getankt hat. Und das hat mich alles so ein bisschen verwirrt, weil im Prinzip weist alles darauf hin, dass man das 95er tankt, außer halt dieser ganz kleine blöde Aufkleber entweder auf der Zapfsäule drauf oder halt am Tankrüssel selber halt, haben wir dann diesen kleinen Aufkleber, der darauf hinweist, dass es E10 ist. Da habe ich mich einfach mal ein bisschen auch im Internet zu diesem Thema schlau gemacht und versucht herauszufinden, was das eigentlich mit diesem ganzen E10 auf sich hat, welche Länder überhaupt davon betroffen sind. Und auf jeden Fall habe ich dann einfach mal versucht herauszufinden, welche Länder jetzt wirklich von dem E10 betroffen sind. Also sehr viele Länder benutzen ja schon das E10, die aber das klassische Super 95er aus dem Programm genommen haben. Das ist dann halt zumindest meines Wissens nach Polen, Tschechien. Ich glaube, Belgien hat so gut wie fast gar kein klassisches 95er Super. Ihr könnt mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, welche Länder noch davon betroffen sind. Das würde mich sehr interessieren. Trotzdem habe ich zumindest hier mal eine interessante Internetseite gefunden, wo dann die Kraftstoffpreisvergleiche von 2024 sind. Ja, hier sind dann auch die ganzen die 27 EU-Staaten. Und hier sehen wir auch 8.4. Euro Super 95. Was mich dann so ein bisschen irritiert hat, dass Polen hier auch drunter fällt. Hier haben wir Polen mit 1,57 Euro. Hier ist auch irgendwo Deutschland. Wo haben wir Deutschland? Ach genau, hier haben wir Deutschland mit 1,91. Was ich hier sehr interessant finde, ist, dass hier der Hinweis gemacht wird, Preis für E5. Bei den anderen Ländern haben wir das nicht. Ich weiß nicht warum, ich will hier niemandem etwas unterstellen. Aber ich dachte mir, 8.4.24 gibt es eigentlich gar keinen Super 95er mehr. Dann habe ich mich hier mal schlau gemacht. Die Europäische Kommission veröffentlicht jede Woche die Tagesdurchschnittspreise. Also haben wir hier eine Seite, Europäische Kommission. Da bin ich natürlich auch mal drauf gegangen. Hier ist alles auf Englisch. Und dann kann man dann hier auch sich hier die Preise anschauen der ganzen Länder. Und dann habe ich hier natürlich auch etwas ganz, ganz Interessantes gefunden, wie wir hier sehen. Und hier steht dann ja auch im Prinzip, wie viel Prozent, welcher Marktanteil, welche Sprit verkauft wird und so weiter. Und hier haben wir dann auch Euro 95, also Euro Super 95 mit 86%. Und ich war dann noch mehr verwirrt. Wieso? Weshalb? Warum? Ja, wie gesagt, in Polen gibt es dieses klassische Super 95er nicht mehr. Und dann habe ich hier etwas ganz Interessantes gefunden. Schaut mal hier. Ich übersetze das mal so ganz ins Grobe, dass ja laut dem geltenden Rechtsrahmen, also laut den Gesetzen, ist das ja jetzt erlaubt, ein Super 95er bis zu 10% Biokraftstoffanteile mit reinzutun. Also im Prinzip ist das so, dass man jetzt alles Super 95er nennen kann und das bis zu 10% Biokraftstoffanteile haben darf. Somit machen sich die Tankstellen im Prinzip ja auch nicht strafbar, die verkaufen ja nichts Falsches, weil die ja laut dem Gesetz nichts falsch machen. Die betiteln ja ihren Sprit als Super 95er und da dürfen die ja bis zu 10% Bio-Bestandteile reinpacken. Also im Prinzip machen die alles richtig. Was ich eigentlich nur so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal betrügerisch finde, ist, dass im Prinzip
gar kein wirklicher Hinweis darauf gegeben wird. Ne? Also in Deutschland war das ja zumindest so, dass man dann ja noch die Wahl hatte, okay, hier haben wir das Super 95er, das E10, wie wir das auch gerade auf dem Bild gesehen haben. Da war das schon ganz klar zu erkennen, okay, jetzt tanke ich das, jetzt tanke ich das. Hier ist das eigentlich gar nicht klar. Und wenn ich mich jetzt hier mal so privat mit dem einen oder anderen unterhalten habe und mal gefragt habe, ist euch eigentlich bewusst, dass ihr schlechteren Sprit tankt, dann haben sogar einige gesagt, nö, die haben irgendwo mal irgendwas aufgeschnappt, dass das kommen soll, aber die tanken ganz normal und denen ist eigentlich gar nicht klar. Aber man muss auch sagen, nicht jeder ist irgendwie technikbegeistert oder autobegeistert und interessiert sich jetzt tiefgründig für Sprit, was er da tankt, und viele kennen wahrscheinlich auch die Bezeichnung nicht, E10 oder E5 oder was auch immer, und denen ist das im Prinzip ja eigentlich egal. Was ich dann nur so ein bisschen merkwürdig finde oder interessant finde, zugleich muss man auch sagen, dass damals ja in Deutschland eine ganz große Debatte darüber war, ja, das ist ja schädlich für das ein oder andere Fahrzeug, dadurch kann ja ein Motorschaden passieren und so weiter. Dann wurde ja immer gesagt, man muss sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, der dann das eventuell verifiziert, dass man EC tanken darf und so weiter. Hier hat man jetzt eigentlich weniger die Auswahl, also du hast jetzt hier noch die Möglichkeit, das Super 98er zu tanken, was natürlich wesentlich teurer ist, wo schon der Preis über 7 Zloty ist. Das Super 95er E10 ist eigentlich vom Preis gleich geblieben, wobei wir eigentlich wissen, dass das von der Leistung her schlechter ist. Also im Prinzip müsste eigentlich, wenn wir das jetzt mal mit Deutschland vergleichen, diese circa 5 Cent, sollte der Sprit circa 20 Grosche günstiger sein, aber die Spritpreise sind im Prinzip gleich geblieben, und im Prinzip sehe ich das dann so, dass man so ein bisschen hintergangen wird. Ist zumindest meine persönliche Meinung dazu. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich aber wirklich sehr interessieren. Was hältst du von diesem ganzen Spritwechsel? Findest du das gut oder schlecht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es gut finden, wenn man hier zumindest auch noch irgendwie die Auswahl hat zwischen E10 und dieses klassische E5 bzw. Super 95er. Ich bin ja auch jemand, der schon sehr umweltfreundlich denkt, nur ist das jetzt wirklich umweltfreundlicher, wenn ich mal Anführungsstriche sauberen Sprit nehme, weniger die Luft verbessere, aber automatisch mehr Auto fahre, womit im Prinzip, denke ich, das Gleiche dabei rumkommt. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Ökologe, um jetzt irgendwie sowas einzuschätzen, aber ich denke, viel tut man dabei nicht. Das Problem ist, dass im Prinzip der Bürger einfach nur mehr zahlen muss, weil, wie wir gesehen haben, er hat hier die Möglichkeit, das noch teurere Sprit zu kaufen oder halt bei dem zu bleiben, was jetzt ist. Aber naja, in diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!